Hortense von Gelmini studierte an der Freiburger Musikhochschule, übte sich im Dirigieren am Klavier, in der Komposition auf der Klarinette. 1969 gründete sie das Orchestra Gelmini, das Durchschnittsalter der Mitglieder ist 21 Jahre und verpflichtete unter anderem auch die 23-jährige Konzertmeisterin Dorothea Sessler. Und abschließend noch das Wort eines Kritikers, der über Hortense von Gelmini Folgendes zu berichten wusste: Mit hinreißender Musikalität, unwiderstehlich in Temperament, Begeisterung und hochmusikalischem Stilgefühl beherrscht sie ihr Orchester. Mit einem Klavier fing es an. Als Vierjährige spielte sie Lieder nach dem Gehör, machte sich selbst mit dem Instrument vertraut. Mit 6 komponierte sie darauf kleine Stücke. Mit 10 kam sie zu einem Klavierlehrer für ein Jahr. Mit 14 ging sie an die Musikhochschule Freiburg. 8 Jahre lang studierte sie Klavier, Klarinette, Cello und Trompete, Komponieren und Dirigieren. Hortense von Gelminis Ziel hieß von Anfang an, Dirigentin zu werden. Sie kennt jede Partitur auswendig vor Probenbeginn. Selbstbewusstsein nicht nur beim Dirigieren. Hortense von Gelmini glaubt an ihre Begabung und den kommenden Ruhm. Und sie wird dafür sorgen, dass diese Meinung nicht nur die ihre bleibt. Vor 25 Jahren waren musizierende Frauen in Symphonieorchestern noch eine Seltenheit. Heute schicken sie sich an, auch solche zu leiten. Von einer Frau dirigiert zu werden. Also ich finde es nicht. Ich finde es sogar sehr gut. Bruckners Nullte in D-Moll. Ein seltenes Stück, ein seltener Anblick. Hortense von Gelmini, eine Frau am Pult. Sagen Sie, finden Sie das ungewöhnlich, von einer Frau dirigiert zu werden? Nein, finde ich gar nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil, ich finde es sogar sehr schön. Das ist mal sehr interessant für einen Musiker. Denn wir haben ja die Gelegenheit noch nie gehabt, um einer Frau dirigiert zu werden. Die 28-jährige Fachfrau, Musikstudium in Freiburg, Dirigieren bei Francis Travis, Klavier bei Karl Seelmann, spielt auch Klarinette, Trompete und Cello. Männliche Vorurteile sind selten. Schließlich hat sie bereits ein eigenes Orchester geleitet. Die Südtirolerin erteilt Befehle ohne Hemmnisse. Dass das Männer nicht ertragen können, erlebt sie zwar, aber nur selten. Trotzdem ist und bleibt die Frau als Orchesterchefin ein publizistisches Schmankerl. Also ich finde es endlich mal richtig, dass eine Frau dirigiert und die Gelegenheit bekommt. Sie ist genauso kompetent wie ein Mann und man sollte ihr mehr Gelegenheit geben, eine Frau auch dirigieren zu lassen. Hortense von Gelmini will keine Opern dirigieren. Sie fühlt sich nicht als Theatermensch. Unbekanntere Werke reizen sie. Die Nullte liegt ihrem Temperament. Sie zeigt ihrer Meinung nach schon Bruckners spätere kompositorische Vielfalt. Ich habe hier Frau Hortense von Gelmini vor dem Mikrofon, eine Dirigentin von Format. Sie hat vor einiger Zeit hier eine Produktion im Südwestfunk gemacht, mit einer unbekannten Ouvertüre von Schumann. Frau von Gelmini weiß genau, was sie will. Sie hat genau strukturelle Vorstellungen von der Musik, was ja äußerst selten ist, speziell bei Musikern. Und nun ein kurzes Wort zur Interpretation der 0. Sinfonie. Man wird gleich zu Anfang spüren, dass Bruckner hier nicht feierlich zelebriert wird, als ob jede musikalische Gestalt Ausdruck seiner Frömmigkeit gewesen sei. Dies ist vielmehr eine Wiedergabe mit festem Zugriff, kraftvoll und impulsiv, straff im rhythmischen, leicht nachgebend bei den lyrischen Themen, ohne dass der symphonische Bogen verloren geht. Glänzend auskalkulierte Übergänge, ebenso die Subito Piani nach großen Steigerungen, ohne manövrierte Luftpausen dazwischen. Die Phrasen werden ausgespielt, statt am Ende fallen gelassen. Eine höchst eindrucksvolle Durchleuchtung der Partitur und ihres geistigen Gehalts, der nur zutage tritt, wenn er nicht von außen herangetragen wird, sondern wenn man die Musik selber zum Sprechen bringt. Sie ist vor knapp einem Jahrzehnt, wenn man sich das bei ihr vorstellen kann, bei ihrer Jugendlichkeit vorstellen kann, einmal zumindest die jüngste deutsche Dirigentin, wenn nicht gar, das werden wir gleich klären, die einzige gewesen. Ihr Name ist Hortense von Gelmini und ich begrüße Sie sehr herzlich. Guten Abend, Herr Frau von Gelmini, ja, wie war das? Die jüngste natürlich mit Abstand. Wenn wir sagen, wie alt Sie damals waren, dann wissen natürlich jetzt alle, wie alt Sie heute sind, das wollen wir nicht. Wir wollen nur wissen, ob Sie auch die Einzige waren, die Vorreiterin sozusagen. In gewissem Sinne war ich sicherlich eine Vorreiterin und Deutsch, also was man an Namen kannte, war ich wohl auch ziemlich einsam auf dieser Ebene. Ja,
und haben auch so sehr viel nicht hinter sich herziehen können. Also ein eigenes Orchester zu haben, das habe ich bis jetzt nur von Felix Mendelssohn Bartholdy gewusst. Die Art, wie sie dirigieren, hat mir besonders gefallen. Und zwar, und jetzt kommt das reaktionäre Argument, es wirkte einfach so unglaublich natürlich, was man wahrlich nicht von allen weiblichen Kandidatinnen, die dort vor einem Orchester stehen, behaupten kann. Nun gut, also damals die große Avantgardistin, wenn man so will, in dieser Branche, nach vorn geprescht. Und jetzt könnte man ja sagen, es ist etwas stiller um Hortense von Gelmini geworden, zumindest was das Dirigieren anlangt. Was sie ja auszeichnet, ist, dass sie, das merkt man ja auch an ihren Ausführungen schon, dass sie über vieles Musikalische und alles, was mit der Musik zusammenhängt, nachdenken. Sie haben philosophische Studien auch hinter sich. Auf Einladung der Volkshochschule Urania Bozen hielt die gebürtige Südtirolerin Hortense von Gelmini gestern Abend im Walterhaus in Bozen einen Vortrag zum Thema Grundwerte, Kapital des Abendlandes. Hortense von Gelmini gilt als vielseitiges Talent und lebt als Philosophin, Kulturkritikerin, Denkerin, Malerin und Dirigentin in Kirchzarten im Schwarzwald. Wie ist es möglich, in einer Zeit, wo in den einzelnen Wissensbereichen immer mehr gefordert wird, in so verschiedenen Gebieten zu schöpferischer Leistung fähig zu sein? Sie müssen also bei Ihrer künstlerischen Tätigkeit in den einzelnen Sparten gewisse Abstriche machen, aber die sehen Sie durchaus positiv, wie ich das verstanden habe. Meine Damen und Herren, eine Begegnung mit Hortense von Gelmini ist ein unvergessliches Erlebnis. Als Dirigentin, als Komponistin, als Schriftstellerin und als Malerin ist sie nicht nur ein universell schöpferisches Phänomen, sondern als Interpretin versteht sie es auch, ihr Publikum zu fesseln, indem sie, das Dirigentische lässt sich nicht verleugnen, alle Gestaltungsmittel, und zwar in Sprache, in Musik, in Gestik, dynamisch ausschöpft. Wir haben Frau von Gelmini heute früh in dem Kursaal Bad Cannstatt bereits erleben dürfen, wo der Freie Deutsche Autorenverband anlässlich des Wettbewerbes Jugend schreibt, die Preise an junge Menschen vergeben durfte. Und Frau Gelmini hatte sich freundlicherweise bereit erklärt, den Abend, den Vormittag dementsprechend zu gestalten, als Malerin, als Musikerin und auch mit lyrischen Werken. Das, was sie uns heute hier ebenfalls vorzeigen und erleben lässt. Dabei ist das, was Frau von Gelmini sagt, nicht leicht zu verkraften. In ihren Essays, und Sie werden sie gleich hören, in ihren Gedichten kennzeichnet sie und zwar mit prophetischer Wucht, unbestechlich, die Irrwege unseres Zeitgeistes. Ihre Gemälde, die Sie an der Seite sehen und durch die sie uns anschließend führen wird, ihre Gemälde, deren hochtheologischen Aussagegehalt durch ihre Führung erschlossen wird, können gleichwohl vom aufmerksamen Beobachter und Betrachter nicht nur gesehen, ja, sie können gelesen werden. Die unerhörte Leuchtkraft ihrer Farben haben daran ebenso Anteil wie die grafische Sicherheit ihres Pinsel- und Federstrichs. Nicht ohne, meine Damen und Herren, nicht ohne Parallele dazu die Klavierkompositionen, die häufig programmatische Titel haben, wie zum Beispiel das Satanische. Meine Damen und Herren, ich bin sicher, wir werden einen interessanten und sehr anregenden Abend mit Hortense von Gelmini erleben können. Hortense von Gelmini ist insofern eine ungewöhnliche Erscheinung, als sie mit verschiedenen Charismen gesegnet ist. Schon in relativ früher Zeit ist sie hervorgetreten als Musikerin und Dirigentin. Wir haben ja vorhin eine kleine Probe davon gehabt, und diese ganze Sprengkraft auch, die da drin steckt. Als Philosophin und Dichterin, zuletzt als Malerin. Von allen diesen Wirkungen ihres schöpferischen Geistes berichtet ihr im Glock- und Lutz Verlag Nürnberg erschienenes Buch Einblick. Ich glaube, es liegt da auch aus. Die Malerei ist nur eine besondere Bewandtnis bei ihr. Sie wurde unmittelbar dazu berufen, wie wenn sie eines Nachts vom Finger des Engels Gottes berührt worden wäre. Steh auf, du hast noch eine besondere Arbeit zu tun. Der Ruf wurde ihr zur Berufung. Gleich am ersten Tage schuf sie 5 bedeutende Bilder, die auf Anhieb glückten. So wurde bei Hortense von Gelmini die Kunst zur Verkündigung. Das ist das Einzigartige und Neue. Sie steht damit in betontem Gegensatz zu den heute gängigen Auffassungen. Die Kunst ist vielfach, wie Sie ja selber wissen, Instrument der Eitelkeit, der Geltungssucht oder auch meist sogar nihilistischer Formspielerei.
Unsere Künstlerin manifestiert die Mysterien Christi des Reiches Gottes. Es gibt vor ihr nur wenige, die das getan haben, tun konnten, tun durften. Grünewald etwa, Michelangelo, Greco, Rembrandt. Aber an den Zeichen, die Hortense von Gelmini setzt, wird man auf die Dauer nicht vorübergehen können. Die Künstlerin wird immer mehr Beachtung finden, und zwar in dem Maße, in dem die Erkenntnis von der Wahrheit und Wirklichkeit der geistigen Welt wächst. Auf dem Wege zu der neuen Spiritualität spielen für mich Hortense von Gelminis Bilder eine wichtige Rolle. Die Künstlerin versteht sich als Instrument, das von der Hand des Geistes gespielt wird. Es gibt wohl, wie Hortense von Gelmini in einer ihrer Dichtungen sagt, keine Himmelsleiter, wie ich im Traum sie einst gehabt, mit der man leichten Fußes die Höhe sich erklimmt. Im Gegenteil, die Malerei ist für sie manchmal eine physische Qual. Sie ringt sich das gewissermaßen auf, und sie wird dazu gezwungen. Unter dem Gebot ihrer Sendung nimmt sie diese Beschwerden auf sich. Interessant ist auch, dass sie mit dem technisch-handwerklichen keine Schwierigkeiten hat, von Anfang an nicht. Ich habe übrigens, was ich jetzt ganz neu gesehen habe, ein Atelier, ein ziemlich großes und reich bestücktes Atelier, selbst gebaut, vom Fußboden an bis zur Decke. Das ist für mich eine sehr schöne Bestätigung, dass sie nicht war wie ein Luftballon intellektuell da irgendwo schwebt, sondern dass sie wirklich auf dem Boden steht, dass sie wie die alten Künstler, die ja ihre Farben noch selbst gerieben haben, von der Pike auf, wie man sagt, die Dinge anpackt und darum auch diese echte und rechte innere Haltung zu ihnen hat. Wie ich schon sagte, ist ihr einziges großes Thema das Geheimnis der Inkarnation und der Weg des Menschen zum Reiche Gottes. Der Mensch ist übrigens immer bei unserer Künstlerin, und das ist ihre besondere Art der Darstellung, als kleine Figur gemalt. Er ist gleich eine Chiffre geworden. Aber es ist ein Spiegel des Kosmos, mit dem er in vielen Entsprechungen unlösbar verbunden ist. Meditativ sind die Werke unserer Künstler die meisten Schöpfungen. Sie führen unmittelbar in die Stille. Plus die Künstlerin blickt, wie wir hier aus diesen wenigen Andeutungen schon gespürt haben, in Tiefen, wie vor ihr nur wenige. Aber man muss bereit sein, sich hineinnehmen zu lassen in diese Stille, dann wird man den Sinngehalt besser erfassen können. Auf diesem Wege wird ja auch der starken Symbolkraft der Farben inne betrachtet. Sie kolorieren nicht, sie malen nichts an, sie sind autonomer Ausdruck, dynamischer Vorgang. Aus sich selbst strahlende Energien, darum können sie uns auch so tief anrühren. Ist die Farbe also im tiefsten Wesen erfasst als eine Kraft. Dynamische Kraft, die aus sich selbst ihre Bedeutung hat und die nicht irgendwie einer Deutung des Menschen bedarf. Sie wissen das ja aus der ganzen Symbolik der Farben, was da alles dahinter steckt. Aber hier spricht es uns unmittelbar an. Dass das Rot ist und dass das Blau ist kein Zufall, das ist wirklich hier eine Aussage. Ich komme zum Schluss, nicht ohne noch einmal das Zeichen zu beschwören, das im Schaffen der Künstlerin die Mitte einnimmt, von dem sie einmal betroffen schreibt: Mein Gott, tief bricht dein Kreuz ins sündig Menschenleben ein. Wir sollten danach streben, im Sinne der Künstler wieder das ganze Kreuz zu sehen. Das soziale Engagement, das heute meist rein säkular verstanden wird, hat in den horizontal gerichteten Kreuzarmen ihr Symbol gefunden, aber darüber vergaß man nicht selten die Vertikale, die wiederum im Mittelalter zu gewissen Jahrhunderten überbetont war. Aber heute ist es wichtig, die Mitte zu finden. Die Kreuze auf den Bildern unserer Künstlerinnen sind fast immer Speere in den Abgrund. Gegen die Dämonen gerichtet, sie werden das sehen, wenn sie vom Licht zu Licht überall begegnen sie gehen, und zugleich weiser in die Transzendenz. Das hat hier eine Komponente des Menschen mit im Blick, die sagen will, Anbetung, Lobpreis und Dank. Als eine entscheidende Aufgabe des Menschen.
Ich freue mich, Ihnen heute einen extra aus Süddeutschland angereisten Gast vorstellen zu können. Eine Frau, die unglaublich viele Talente in sich vereinigt. Sie ist Musikerin, Dirigentin, Komponistin, schreibt philosophische Essays, literarische Texte, Gedichte. Sie malt, mehr als 1000 Bilder sind es bis heute, und sie arbeitet als Architektin. Sie gestaltet Kirchenräume. Tja, wer dieses kleine oder große Wunder ist, das wird sie uns gleich selbst verraten.